Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Unboxing von mir. Ich heiße Rena und möchte euch heute mal einen Shop vorstellen, wo wir noch nicht so viele Unboxings zu gesehen haben auf dem deutschen Markt sozusagen. Und zwar habe ich hier etwas von Bella Art de Nicole eingekauft und von Bella Art Diamonds. Nicht wundern, hier steht noch Mary's Diamonds drauf. Dazu komme ich gleich nach dem Intro. Bis gleich. Da sind wir wieder. Und zwar, früher hieß das Mary's Diamonds und Bella Art de Nicole hat das dann irgendwann übernommen, letztes Jahr. Und dann hieß das Bella Art Diamonds. Jetzt ist es so, dass halt noch die alten Kits noch übernommen wurden und die natürlich schon einen Umkarton hatten. Deswegen sieht man das hier auch nochmal. Mary's Diamonds, die hat sie dann quasi nicht umgepackt, sondern genau, verschickt sie dann halt so. Jetzt sitzt Bella Art de Nicole in New Mexico, USA. Und USA, somit haben wir auch Zoll zu bezahlen, beziehungsweise Einfuhrumsatzsteuer. Das alles ist quasi mit den Frachtkosten inkludiert. Wobei ich sagen muss, dass hier muss ich tatsächlich etwas Zoll bezahlen. Das ist dann nicht viel, weil war jetzt nur eine Sache. Aber okay, womit fangen wir an? Ich zeige euch jetzt gleich nochmal einen kleinen Weg, wie ihr überhaupt zu den Bella Art Diamonds kommt. Und danach zeige ich, was ich geshoppt habe letztes Jahr. Das war schon zum Black Friday habe ich das tatsächlich schon geshoppt. Deswegen habe ich das schon ein bisschen länger liegen. Also wenn ihr jetzt bei Bella Art de Nicole bestellt oder Bella Art Diamonds, dann kriegt ihr auch eine andere Verpackung. Guckt gerne mal bei Craft & Wedding rein. Die hat, glaube ich, dieses Jahr bestellt gehabt. Genau. Und die hat schon eine andere Verpackung. Bis gleich. So, dann zeige ich euch jetzt mal, wo ihr die Bilder von Bella Art Diamonds finden könnt. Und zwar hat sie inzwischen ihre Webpages zusammengelegt. Das heißt, ihr findet alles unter Bella Art de Nicole. Und da gebt ihr einfach ein bellaartdenicole.com und dann kommt ihr hier auf diese Startseite und dann könnt ihr hier über das Menü, also da hat sie ihre Schiffchen und alles, was zusammenhängt mit Diamond Paintings. Für 3D-Druck hat sie natürlich erstmal auch hier drin, aber wenn ihr jetzt die Bilder sucht, dann geht ihr hier nach unten. Und dann könnt ihr Diamond Paintings und Bella Sparkle Dust Drills, All Diamond Paintings. So, dann seid ihr jetzt quasi hier im Untermenü. Früher hatte Bella Art Diamonds eine eigene Homepage. Jetzt hat sie das irgendwie auf Bella Art de Nicole umgeswitcht und hiermit integriert. Insofern könnt ihr dann hier einfach nach unten scrollen. Sie hat also nur lizenzierte Artwork, handgerendert. Genau, alle mit einer Seidenleinwand etc. pp. Und dann kommen hier unten auch schon die Bilder, die zur Auswahl sind. Ich habe jetzt ein anderes, ich zeige euch das jetzt einfach nur, damit das Video jetzt hier auch nicht zu lange wird. Zum Beispiel seht ihr dann hier eigentlich auch immer eine gepixelte Vorschau, wie das aussieht. Ja, einmal als Foto und einmal als gepixelt. Und dann könnt ihr auswählen, weil wir wohnen ja nicht in der USA, sondern in Deutschland. Und dann hat sie inzwischen auch eine Variante, wo man schon auswählen kann, Outside US. Da sagt sie dann halt schon Longer Shipping Time und da ist dann also der Preis für US-Leute ist 48,65. Geht man jetzt auf Outside US, dann haben wir hier knapp 18 € obendrauf quasi für Shipping Outside USA. Läuft hier auch über dieses ShopPay-Programm, was man in verschiedenen Shops nehmen kann. Genau, und dann ist das hier auch immer wieder nochmal alles erklärt, wie viele Farben man hat, was für, also ob AB-Steine oder Sparkle Drills, also Fairy Dust dabei sind, etc. Genau, das wollte ich euch nur einmal zeigen, wie ihr da hinkommt. Ja, wenn ihr hier einfach oben wieder auf das Bella Art de Nicole Logo klickt, dann kommt ihr wieder auf die Startseite, wo dann auch ihre ganzen Schiffchen zu finden sind. Ich würde sagen, wir fangen einmal mit dem Tray an, mit dem Schiffchen.
Und zwar macht sie ja ganz viel in 3D-Druck. Unter anderem auch Schiffchen, sie und ihr Mann meine ich, Nicole und Jamie. Die machen auch, ich glaube, jede Woche Samstag oder alle 2 Wochen samstags ein Live. Dort stellen sie auch immer wieder neue Farben vor oder neue Schiffchen, wenn sie wieder etwas Neues designt haben. Ich habe mir hier tatsächlich ein 6er-Schiffchen bestellt. Und zwar ist das hier das Besondere daran, dass das magnetisch ist, hier der Deckel. Ist erstmal schlicht gehalten in diesem schönen Rosé. Der Aufkleber, der kam auch mit dazu, den habe ich da drauf geklebt. Genau, und dann haben wir hier quasi 6 Schiffchen. Kennt ihr vielleicht auch. Es gibt ja auch ähnliche 6er-Schiffchen. Und dies ist das große Schiffchen. Und es passen sowohl runde als auch eckige Steine rein. Das Schöne ist hierbei, wir haben hier noch so einen Müllsammler. Und wir hätten hier auch noch Coverminer. Etwas zum Beschweren. Ja. Da sind auch Magnete drin. Das heißt, man kann das auch als Coverminer benutzen. So. Hier ist übrigens auch das Ausschüttloch, um hier aus dem großen Tray rauszuschütten. Ich mache das aber auch oft so, dass ich das quasi über Eck ausschütte. Also ich nutze gar nicht immer die Ausschüttöffnung. Genau. Ich habe auch schon damit gepaintet, wie ihr seht. Ich habe mir das hier nummeriert. So kleine Projekte, ich mache ja auch viel Sticker oder irgendwas anderes, so Aufhänger oder sowas. Da kitte ich das auch gerne hier mit ab, wenn man nicht so viel Farben hat. Genau, und dann kann ich auch einfach den Deckel drauf machen und kann das mal zur Seite stellen. Kann ich empfehlen, kostet natürlich auch ein bisschen mehr, muss man auch dazu sagen, aber die Verarbeitung ist erstklassig. Also es gibt keine Haken, es gibt gar nichts. Also die Qualität ist Premium. Auf jeden Fall. Wenn das nicht so teuer wäre, sich was von den Staaten schicken zu lassen, würde ich tatsächlich öfter da bestellen. Aber ja, das war mal etwas, was ich mir zu Weihnachten quasi schon geschenkt habe. Man findet ja immer was, ne? Warum man sich etwas kauft. Genau so. Jetzt habe ich hier den Mary Diamonds Karton. Finde ich jetzt nicht schlimm. Hauptsache es ist ein Karton drum. Also so ist das Bild dann auch geschützt. Die Besonderheit bei Bella Art Diamonds, oh, genau, ist, dass eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, jedes Mal ein 3D gedrucktes Schiffchen mit dabei ist. Und dies kam natürlich hier nicht so, sondern noch in einem Umkarton tatsächlich. Na, also man konnte von außen nicht sehen, was drin ist. So. Und dann will ich euch mal nicht zeigen, was ich habe, sondern da kommen wir dann gleich zu. Also hier ist auf dieser Seite ist das Bild drauf. Das heißt, wenn ihr den Karton ins Regal stellt, dann könnt ihr das auch sehen, was drin ist. Also wir haben hier eine abgesteckte Leinwand. Wir haben hier ein Toolkit, das gucken wir uns gleich an. Und wir haben die Leinwand. Also ihr seht, es steht schon Bella Art Diamonds drauf. Share your love for Bella Art Diamonds. Genau, mit dem Hashtag Bella Art Diamonds. Genau, dann könnt ihr das alles verfolgen. Darum ist ihr Schmetterlingslogo. Bella Art Diamonds, genau, hier findet ihr sie auch nochmal. Wie gesagt, bei Bella Art, die Nicole hat sie das jetzt mit übernommen. Genau, und dann zeige ich euch mal, was ich mir ausgesucht habe. Und ich freue mich da so. Und zwar, ich stricke ja auch gerne und häkle. Und das ist Yarn Crafter heißt das, glaube ich. Ich gucke mal, ob das hier mit drauf steht. Ah, hier.
Hier haben wir das 3D gedruckte Schiffchen in weiß. Ich weiß gar nicht, ob sie immer weiße dazu legt. Ich glaube, die liebe Heidi hatte auch ein weißes. Genau. Und die Schiffchen, die sind super süß. Ein sehr hoher Rand. Also das heißt, wenn man dann so schüttelt, die Steine, dann fallen auch welche nicht über den Rand sozusagen. Und was hier auch ist, sie hat hier vorne eine Ausschüttöffnung, die aber schräg nach oben geht. Also sie ist nicht auf der gleichen Höhe wie der Boden, sondern, ich weiß gar nicht, könnt ihr das sehen? Wie zeige ich Ihnen das? Ihr könnt das von hier vorne sehen. Moment, wo ist die Kamera? So, das heißt, hier ist ein bisschen breiter, ja, und das ist quasi ein bisschen höher als der Fußboden. Könnt ihr den Knick sehen? Genau, da vorne ist ein Knick drin sozusagen. Das finde ich sehr schön. Ich habe noch nicht mit dem Schiffchen gepainted tatsächlich, weil ich packe das jetzt auch das erste Mal aus. Hier haben wir eine Sticker-Legende. So, Bella Art Diamonds. Genau, Yarn Crafters Delight heißt es. Es gibt eine ganze Serie mit diesen Teacups. Und zwar gibt es diese Teacups mit den verschiedenen Sternzeichen. Die sehen auch alle sehr, sehr schön aus. Kann ich euch mal kurz einblenden. Also da ist wirklich, denke ich, auch generell für jeden Geschmack was dabei. Wir haben hier steht hier auch drauf, 50 x 50 Bild, eckige Steine, 47 Farben inklusive 5 ABs mit DMC-Nummern. Und wir haben hier noch weiter gestanzt, zumindest die Reihe ist noch gestanzt. Weitere Aufkleber, falls ihr mehrere Container für eine Farbe braucht, dann habt ihr hier noch weitere Aufkleber. Finde ich super. Wenn wir da jetzt gerade dabei sind, dann gucken wir uns auch erst, bevor wir das Bild näher betrachten, nochmal das restliche Toolkit an. Wir haben ein Squishy, einen roten Squishy. Wir haben einen durchsichtigen Stift mit einem Dreieraufsatz, der ein bisschen merkwürdig aussieht. Der hat ein paar Grate dran. Die kann man aber mit einem scharfen Seziermesser, hätte ich mal dann gesagt, Skalpell abmachen. Genau, den könnte man dann hier draufsetzen. Oh, wir haben eine spitze Pinzette. Achtung. Eine sehr spitze Pinzette. Sehr schön. Mit Kappe. Und wir haben 2 Mehrfachaufsetzer. Genau, 7er, 6er und ein 8er oder 9er. Genau. Wir haben Verbrauchsmaterial wie Wachs. Haben wir hier mehrere Plättchen. Und diese sehr dicken. Die sind sehr dick. Und wir haben Washi Tape. Das ist das Verbrauchsmaterial, was wir haben. Dann packen wir das mal hier. So, dann haben wir hier, also ich fand ja auch die Farben sehr schön. Jetzt muss ich das mal hier ein bisschen beschweren. Also wir haben Stickerlegende an beiden Rändern. Und hier unten steht auch noch mal drauf, was wir für ein Bild haben. Yarn Crafters Delight von Hey Soleil, Bildnummer 50 x 50, 19,69 x 19,69 Inch mit Vorschaubild. Genau, hier haben wir auch noch mal von Bella Art Diamonds die Social Media. Sie hat auch eine Facebook-Gruppe, YouTube-Kanal von Bella Art Nicole. Instagram ist sie auch und auf TikTok ist sie auch unterwegs. Also überall könnt ihr sie finden. Wer kennt sie denn schon? Habt ihr auch schon mal oder hast du schon mal ein Bild von Bella Art Diamonds gepainted vielleicht sogar? Wenn ja, schreibt mir doch gerne mal rein, welches Bild und wie sind eure Erfahrungen? Seid ihr zufrieden damit oder gefällt euch etwas überhaupt nicht? Das würde mich mal interessieren. Und dann haben wir hier die Farben. Und es ist ein Traum von Pastell.
viel lila. Ich suche uns mal die AB-Farben raus, dass wir uns die mal kurz angucken. Bis gleich. Das war ganz einfach, weil die AB-Farben waren ganz zum Schluss. Also wir haben auf den Tüten tatsächlich die Nummerierung mit drauf. Also die letzten 5 von der Nummerierung sind AB-Farben. Was ich jetzt gerade erkenne, weil ich hier auf die rechte Leinwand gucke, die ist auf dem Kopf. Also das heißt, wenn einer also nicht so immer das Bild in eine Richtung hat, sondern das Bild zwischendurch dreht, dann kann er trotzdem die Legende richtig rumsehen. Das finde ich auch gut. Das ist ja auch mal schlau. Habe ich bei Heidi jetzt gar nicht drauf geachtet, ob das bei ihr auch der Fall war, dass die Legende verkehrt rum ist. Wird direkt nochmal nachgucken. So, wir haben hier 5 AB-Farben und jede AB-Farbe gefällt mir. Wir haben hier ein Rosa, das ist die 605 in AB. Wir können ja mal gucken, 43, muss ich jetzt hier unten gucken, ist das N. Das N ist hier. Hier ist das N zwischendurch, das große N hier in den Häkelnadeln sozusagen. Ist 604. Das ist natürlich auch eng beieinander. Also wir haben die 604, das ist hier, zum Beispiel in dem Griff der Schere. Und wir haben das N mit 605 als AB. Das sieht bestimmt ganz toll aus. Man sieht das ja eigentlich so schon von den Farben, dass wir weiche Übergänge haben. Wir haben so eine Art Farbverlauf, was ich tatsächlich sehr, sehr gerne mag. Ich bin gespannt, wie das aussieht. So wie das aussieht, ist das auch eins, was ich unbedingt abkitten muss. Ich habe so viele Wips. Obwohl, im Gegensatz zu manch anderen habe ich noch wenig Wips. Aber wie viele Wips habt ihr denn? Also Work in Progress. Wie viele Bilder habt ihr so in Bearbeitung? Mehr als 5? Mehr als 10? Oder noch höher? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. So, die nächste Farbe, die finde ich auch ein Knaller. Das ist so ein Orange, die 741 als AB. Und wir haben Harzsteine haben wir. Das ist das V. Orange haben wir hier in dem Wollknäuel ganz viel. Immer wieder hier so Striche. Hier so die Konturen ein bisschen vom halben Wollknäuel. Ja, so wie das aussieht, nur hier in diesem Wollknäuel. Ja, es sind auch nicht so viele Steine, ne? So, dann, was haben wir noch? Wir haben hier ein tolles Pink, würde ich das mal nennen. 891 als AB. Das ist ein Gleichheitszeichen. Das haben wir hier drin. Hier haben wir es ein bisschen drin. Und hier haben wir es auch drin. Dann haben wir ein ganz tolles Türkis. Als AB-Farbe, die 3846. Das ist der Punkt. Der Punkt, den haben wir hier drin, in diesem blauen Wollknäuel. Hier in diesem Teebeutel haben wir das dran, diese Kontur hier. Hier, ne, hier nicht, aber hier vorne. Da haben wir es noch. Haben wir es da oben auch? Nein, da oben haben wir es gar nicht. Wir haben auch nicht so viele Steinchen davon. Also quasi nur hier unten etwas und hier in diesem Teebeutel. Und dann haben wir 2 Beutel weiß, 5200 in AB. Und das ist das C. Und das C, quasi kann man sagen, das sind die Outlines. Und zwar überall als Rand haben wir das. Das sind quasi die Outlines. Das schreit ja förmlich danach, hier wieder nach Farben zu painten. Wir haben hier überall quasi den Rand. Hier haben wir ein bisschen mehr. Das ist auch nochmal ein Teebeutel. Hier haben wir ein bisschen mehr, aber sonst ist es immer der Rand. Ja, Outlines. Hier oben haben wir auch ein bisschen mehr in der Blume. Hier hinten. Hier haben wir auch ganz viel Weiß.
Hier in der Blume auch quasi gefüllt. Entschuldigung. Also bei diesem Bild, das ist eher Color Blocking. Wir haben wenig Farbwechsel auf kleinem Raum. Also selbst wenn wir uns hier mal so ein kleines Viereck 5 x 5 cm nehmen, haben wir immer noch ganz schön viel Color Blocking. Das heißt, das ist ein schönes Bild, um abzuschalten und einfach drauf loszupainten mit einer Farbe. Wer sowas gerne mag, ist hier auf jeden Fall genau richtig. Das soll es auch schon von mir gewesen sein. Das war das kleine Unboxing. Ich habe mir nur dieses eine Bild bestellt und die Schiffchen von Bella Art de Nicole. Ich bin sehr zufrieden. Jetzt, wo ich es ausgepackt habe, umso zufriedener und ich muss es einfach abkitten. Muss man ja nicht so viel machen. Wenn man aus Zip-Tüten paintet, kann man gleich loslegen. Ich muss mal gucken, ob ich es umfülle oder ob ich es gleich so lasse. Könnte ich eigentlich auch gleich so lassen. Schaut gerne mal vorbei bei Bella Art de Nicole, auch auf ihrem YouTube-Kanal. Ich verlinke alles in der Videobeschreibung. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann verpasst ihr kein Video. Schreibt gerne etwas in die Kommentare, dann weiß YouTube, das ist gut für den Algorithmus, und liked mein Video, dann wird es auch anderen Diamond Paintern vorgeschlagen. Prima, in diesem Sinne, ich wünsche euch Happy Diamond Painting und bis zum nächsten Mal. Tschüss!